Wir haben den 16. Mai und wir sind auf der Anfahrt zu einem Campingplatz in Luxemburg. Der Campingplatz heißt Cockelscheuer und liegt in der Nähe der Stadt Luxemburg. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Im Moment haben wir sehr viele Insekten in der Luft und so hat sich doch eine Fliege verirrt hier direkt vor meiner Kamera in der Frontscheibe. Wir kennen diesen Campingplatz, waren schon häufiger hier, vielleicht das erste Mal vor etwa 30 Jahren. Wir haben ihn immer gerne genutzt auf den Reisen nach Spanien als ersten Etappenplatz. Rita hat uns angemeldet, wir hatten nicht reserviert. Man hatte uns aber gesagt, es wäre besser, wir würden reservieren, wenn wir das nächste Mal kommen. Aber wir haben gesehen, es sind ausreichend Plätze frei. Beim Einchecken haben wir diese Karte bekommen. Mit dieser Karte können wir die Schranke öffnen und den Platz dann befahren. Auf der Internetseite vom Platz habe ich gesehen, dass man auch online reservieren kann. Es ist ca. 16 Uhr, als wir hier ankommen. In der Mittagszeit hat der Platz nicht geöffnet. Von 12 bis 14 Uhr ist Mittagspause und man kann nicht einchecken. Dieser Campingplatz hat nicht das ganze Jahr geöffnet. Er ist geöffnet von Ostern bis Ende Oktober. Daran muss man denken, wenn man diesen Platz nutzen möchte auf der Reise nach Spanien. Da es sich hier um einen Campingplatz handelt und nicht nur um einen Stellplatz, können hier natürlich auch Wohnwagen stehen und kommen. Und natürlich können auch Leute, die mit einem Zelt reisen, hier mit einem Zelt kommen. Die Parzellen sind hier recht groß. Wir haben hier auf der linken Seite im Außenbereich eine Parzelle zugewiesen bekommen. Wir sind zufrieden mit dieser Parzelle, schön groß, wir haben viel Platz. Wo man ein bisschen gucken muss, das ist, wenn man Satellitenempfang haben möchte, dann dort stehen hohe Bäume und dann kann es schwierig werden, wenn man genau vor so einem Baum mit der Antenne steht, dann hat man keinen Satempfang. Wir haben die Parzelle 149, Strom haben wir nicht genommen, Strom kann man aber haben, kostet 3 Euro extra. Man bekommt einen besonderen Stecker und kann sich dann an den Strom anschließen. Für alle, die mit ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil, so wie wir, aus Richtung Norddeutschland kommen, eignet sich dieser Platz gut als Etappenplatz, wenn man in Richtung Frankreich, Spanien fährt. Er liegt auch recht verkehrsgünstig, er ist nur wenige Kilometer entfernt von der Autobahn. Man muss nur daran denken, dass der Platz in den Wintermonaten geschlossen ist, das heißt von November bis Ostern. Natürlich kann man diesen Platz auch für einen längeren Urlaub nutzen. Man hat hier die Möglichkeit, auch in die Stadt zu fahren, das zeige ich gleich noch. Hier kommen auch einige mit den Fahrrädern an und nur mit einem Zelt, um dann hier auf dieser Wiese auf dem Campingplatz in Cockelscheuer zu übernachten. Der Platz ist auch geeignet für Familien mit Kindern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier voll in Ordnung. Ich habe das mal ausgerechnet mit 2 Kindern und Strom bezahlt man hier auf diesem Platz ca. 30 Euro. In der Vor- und Nachsaison gibt es bei längerem Aufenthalt auch Preisnachlässe. Zwei große, gut ausgestattete Sanitärgebäude gibt es hier auf dem Platz. Während unseres Aufenthalts war in den sanitären Anlagen alles sauber, alles in einem guten Zustand. Und was für die Hausfrau natürlich wichtig ist, dass schönes heißes Wasser da ist beim Abwaschen. Es gibt ausreichend Duschen und die Nutzung ist in der Platzgebühr enthalten. Im Gebäude, wo auch die Rezeption untergebracht ist, gibt es eine Brasserie. Dort kann man Pizza essen oder es gibt auch einige einfache Gerichte.
Die Brasserie hat nicht nur einen Außenbereich, sondern es gibt auch Sitzplätze im Inneren. Im Eingangsbereich der Brasserie, dort gibt es so eine Art Vorraum, dort kann man sich nochmal hinsetzen und dort gibt es auch Informationsmaterial und Prospekte, zum Beispiel über die Stadt Luxemburg und so weiter und so fort. Von diesem Vorraum geht es direkt in die Brasserie, die ist allerdings hier in diesem Moment geschlossen. Das ist der Eingang zur Brasserie und auch zum Campingshop. Hier bekommt man morgens auch seine frischen Brötchen. Wer Brötchen möchte, sollte die am Tag vorher bestellen hier. Hier wird man über alles gut informiert, sodass fast keine Fragen überbleiben. Wenn man auscheckt, gibt man seine Karte, mit der man die Schranke hier öffnen kann, ab und erhält dann eine Münze und damit kann man die Schranke beim Abfahren dann öffnen. Man droht hier nicht. Auf unserer Anreise hier nach Luxemburg haben wir Station auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gemacht und zwar auf dem Hof Albersmeyer in der Nähe von Münster. Und dort kann man unter anderem auch Fleisch kaufen von Iberico-Schweinen. Nicht nur Fleisch, sondern auch Wurst, Bratwurst. Und so haben wir uns dort eingedeckt mit Bratwurst und die grillen wir hier gerade. Und die schmeckt ausgesprochen gut. Durch die hohen Bäume hat man hier dann am Abend wenig Sonne. Da rückt man dann mit dem Tisch ein bisschen weiter nach draußen, um dann die letzten Sonnenstrahlen noch zu erhaschen. Nach dem Abendessen machen wir dann noch so einen kleinen Rundgang über den Platz hier, über den Campingplatz und stellen dann fest, dass der gut besucht ist, der Platz. Aber auch es gibt noch immer wieder freie Lücken, also so, dass man also immer noch mal einen Platz kriegen würde hier. Am nächsten Tag oder am nächsten Morgen ging es für uns mit dem Fahrrad in die Stadt Luxemburg. Man kann das hier mit dem Fahrrad machen, muss es aber nicht, denn nur wenige 100 Meter entfernt gibt es eine Bushaltestelle und dort kann man mit dem öffentlichen Nahverkehr dann in die Stadt fahren und das auch noch kostenlos. Es sind vom Campingplatz aus bis in die Stadt so circa 7 Kilometer. Es führt bis dorthin ein ausgebauter Fahrradweg. Allerdings muss man klar sagen, wenn man weiter in die Stadt oder das Stadtzentrum kommt, wird es immer ein bisschen schwieriger durch den starken Verkehr, dort sich mit dem Fahrrad zurechtzufinden bzw. Dort in Ruhe zu fahren. Ich muss im Nachhinein sagen, wenn man sich die Stadt ansehen möchte, kann man genauso gut mit dem Bus in die Stadt fahren und dann die Stadt zu Fuß erkunden. Die Stadt Luxemburg hat einiges an Sehenswürdigkeiten, die man alle abfahren oder ablaufen kann. Es gibt verschiedene Museen, es gibt eine Kathedrale, es gibt eine Altstadt und. Also da kann man sich einiges ansehen, wenn man möchte. Luxemburg hat etwa 130.000 Einwohner und ich denke, am Tage sind hier noch viel mehr Menschen unterwegs. Und Luxemburg ist auch ein großer Finanzplatz und unter anderem auch Amtssitz des Europäischen Parlaments. Wir waren schon häufiger in Luxemburg, so haben uns 2-3 Stunden gereicht, um mal wieder zu sehen, wie es dort ist. Und einiges Neues gibt es immer in Luxemburg, gebaut wird da ohne Ende. Und so ging es jetzt für uns zurück zum Campingplatz. Und jetzt sind wir auf der Einfahrt zum Campingplatz und das muss ich kurz zeigen. Und zwar, wenn man hier jetzt rechts abbiegt, dann kommt man zu einem Sportzentrum hin und dort gibt es noch ein Restaurant und weitere Dinge. Dieses Sportzentrum ist vielleicht 200 Meter entfernt vom Campingplatz. Ich zeige das hier mal von oben. Man sieht in der Mitte etwa den Campingplatz und etwas rechts höher sieht man dieses Sportzentrum und daneben gibt es auch noch einen Golfplatz. Es gibt bei diesem Sportzentrum große Parkflächen, die teilweise gar nicht genutzt werden.
Dort haben wir schon mal im Winter gestanden, wenn der Campingplatz geschlossen ist, und das als Notplatz dann genutzt. Es gibt hier nicht nur das Sportzentrum, es gibt hier auch noch einen Golfplatz. Ich selber spiele kein Golf, deshalb kann ich auch nicht beurteilen, um was für einen Platz sich das hier handelt. Ich weiß nur, dass es auch unter den Wohnmobilisten Golfspieler gibt, und deshalb zeige ich das hier mal kurz, nur zur Information. Darauf muss ich noch unbedingt hinweisen, man kann in der Umgebung auch gut mit dem Fahrrad fahren. Es gibt viele gute ausgebaute Fahrradwege, und wer wie wir Geocaching macht, hat hier auch die Möglichkeit, kann hier einiges abfahren. Gerade jetzt im Frühjahr, Mai, Juni, wenn alles grünt und blüht, dann macht es natürlich besonders viel Freude, durch die Natur zu fahren, hier auf gut ausgebauten Fahrradwegen. Man muss nicht auf Hauptstrecken fahren, um jetzt hier in diese Natur zu kommen vom Campingplatz aus, sondern man kann auf kleinen Nebenstraßen oder Fahrradwegen hier diese Bereiche erreichen. Zurück zum Campingplatz. Wir waren 3 Tage auf diesem Campingplatz bzw. 3 Nächte. Bevor wir abgefahren sind, haben wir noch entsorgt. Das sieht man hier, die Entsorgungsstation. Sie ist großzügig, alles da, was man braucht. Und End- und Versorgen ist in der Campinggebühr enthalten. Bevor wir jetzt den Platz verlassen, müssen wir noch zum Campingshop unsere Karte abgeben zum Öffnen der Schranke. Dort tauschen wir sie ein gegen eine Münze, womit wir dann die Schranke öffnen können. Das war unser Besuch auf dem Campingplatz Kockelscheuer in Luxemburg. Ich finde, der Platz ist immer mal wieder ein Besuch wert und nicht nur für eine Übernachtung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Überblick zu diesem Campingplatz geben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.